Der größte Traum in der Fliegerei, die Atlantiküberquerung. In 10 Tagen von Deutschland nach Miami in einem zweimotorigen kleinen Flugzeug über den Atlantik, durch die Arktis und das mitten im Winter. Auf uns warteten viele unbezahlbare Momente, aber auch Herausforderungen, die uns alles abverlangen sollten. Einzigartige Natur und besondere Bekanntschaften. Das größte Abenteuer unseres Lebens. Der letzte Abend vor der großen Reise. Die Sachen sind gepackt. Hier ist der große Kamerarucksack, die Winterstiefel, die Drohne, Laptop, Survival Stuff, bisschen was zu essen und natürlich meine Klamottenkiste. Und jetzt geht's ins Bett. Jetzt kann's losgehen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie krass ich mich freue auf diesen Trip. Ich freue mich so auf das Unbekannte, auf das Neue. In 3 Stunden 15 klingelt der Wecker. Und dann geht's los. Von Leipzig ging es für mich gen Süden zum Startpunkt unserer Reise. Nach 5 Stunden Autofahrt erreiche ich den kleinen Flughafen in Augsburg. Dort treffe ich meine Expeditionspartner, Felix und Jan. Felix Haas und Jan Becker sind die beiden Piloten der Reise. Sie haben über mehrere Wochen das Wetter beobachtet, die Reise geplant, die Genehmigungen organisiert und natürlich eine ganze Menge Berechnungen zur Sicherheit vorbereitet. So, kleine Ankündigung für die Doku. Kleine Ankündigung. Es wird ein Abenteuer. Ja. Es wird ein Abenteuer. Es wird alles sehr sicher werden. Wir werden hoffentlich nicht ins Meer plumpsen. Ich bin Felix, Münchner, vom Background her Software, Unternehmer. Das heißt, ich verdiene mein Geld am Boden mit Software, mit Internet, mit Startups. Aber meine große Leidenschaft ist das Fliegen. Der zweite Mann an Bord ist Jan. Auch er teilt die Leidenschaft der Aviation. Ich bin Jan, Vater von 2 Kindern. Beruflich arbeite ich in der Online-Welt. Ich unterstütze Startups. Und dann war der zündende Moment, als ich mit Felix selber über die Golden Gate Bridge geflogen bin in San Francisco. Aber das war vom Erlebnis so speziell, dass ich das Projekt Flugschein wieder aufgegriffen habe und dann 2015 abgeschlossen habe. Ich war als dritter Mann dafür zuständig, alles in einmaligen Bildern festzuhalten. Als wir mit dem Flieger in Augsburg Airport aufs Vorfeld gerollt sind, dachte ich mir, wow, das passiert jetzt wirklich. Die Faszination für die Fliegerei hat seinen Ursprung in meinen frühen Kindheitstagen. Mit meinen Eltern und meinem Bruder konnte ich schon früh umherreisen. Die großen Maschinen, die Technik, aber auch das schiere in der Luft sein, haben mich seitdem fasziniert. Die daraus resultierende Abenteuerlust setzte nicht nur bei mir viele Hebel in Bewegung. Ich hatte immer den Traum, einmal selber über den Atlantischen Ozean zu fliegen. Ich glaube wahrscheinlich vielleicht sogar seit der Kindheit, wo ich im Microsoft Flugsimulator mit der schrecklichen Grafik, wo du nichts gesehen hast, wo ich da stundenlang im Kinderzimmer virtuell rübergeflogen bin. Ich glaube, irgendwie dachte ich mir, irgendwann muss ich das mal machen. Als wir ganz am Anfang gestartet sind, war es natürlich ein ganz besonderer Moment, den ersten Start zu machen, weil klar ist, das ist jetzt der Anfang von einem für uns sehr, sehr großen Abenteuer und der Moment dann abzuheben, da war klar, okay, jetzt geht's los. Weil früher hat man 1,5, 2 Monate geplant, sich vorbereitet, jetzt geht's halt an die Umsetzung und das ist eigentlich dann der spannende Teil. Okay, meine Freunde. Ready? Ready. Unser Ziel war klar: Miami, United States of America. Um dahin zu gelangen, gab es aber einige Stationen, die wir abfliegen mussten. Von Deutschland nach England, über Schottland bis hin nach Island. Von dort aus weiter nach Grönland, über Kanada, an der amerikanischen Ostküste entlang bis in den Süden von Florida. Diese Zwischenstopps sind nötig, da unser Flugzeug nur eine gewisse Reichweite hat.
Apropos Flugzeug, unterwegs sind wir mit einer Diamond DA62. Das Flugzeug hat 2 Propellermotoren, die sind vergleichbar mit 2 E-Klasse-Motoren von Mercedes-Benz und der Flieger verbraucht 45 Liter pro Stunde, fliegt dabei aber 300 km/h. Das heißt, umgerechnet sind wir relativ sparsam unterwegs. Mit knapp 15 Liter auf 100 Kilometer ist das so viel wie ein guter Sportwagen. 2300 Kilometer, das ist unsere maximale Reichweite. Doch zurück in die Luft. Der Air Traffic Controller aus Frankfurt-Langenhagen hat grünes Licht gegeben. The speed is yours. Auf nach Norwich, das liegt im Süden von England. Auftanken und weiter geht's, bevor wir die erste große Atlantik-Etappe ansteuern. Jetzt machen wir die Einreise hier, Zoll nach England, dann tanken wir auf, essen was und schauen, wie der Wind in Schottland ist. Im Pilots Briefing Room wird jeder Flugabschnitt vorher im Detail besprochen. Flughöhe, Route, aber auch Wetterprognose. Und die sah für Vic, sagen wir, sehr bescheiden aus. Viel Wind, Regen und starke Windböen. Okay, so we're good to go. You're good to go whenever you want, Felix. All right, wonderful. Es kann weitergehen. Für mich als Fotograf boten sich einzigartige Landschaften und krasse Bilder. Der Anflug auf Wick stellte sich als eine der größten Challenges der gesamten Reise heraus. Das Wetter ist ein elementarer Bestandteil einer jeden Flugreise und dass sich das auch mal ändert, ist klar, aber mit jeder Meile, der wir uns Wick genähert haben, wurde es immer schlechter. Wir haben Full Configuration, also die Flaps, ne? Die machen noch. Alles klar. Dann weiter runter und sonst sind wir ne? Die Landung bei der Fliegerei ist der fliegerisch herausforderndste Teil, der dementsprechend fliegerisch am meisten Spaß macht. Es ist aber natürlich auch eigentlich der gefährlichste Teil des Fliegens. Wind chill takeoff on 0 for 3 miles, final upwind 31. Es fing dann noch an zu regnen und zu stürmen und plötzlich kamen so Böen rein und ich dachte mir, kann das gut gehen?